Bei einem Akkordwechsel sollten die Finger der linken Hand gleichzeitig an der neuen Position ankommen. Das ist sicher richtig und sinnvoll, es hat nur einen kleinen Haken. Es ist nicht so ganz einfach. Besonders nicht am Anfang und besonders nicht, wenn es ein komplizierter Akkord ist. Hier kommt eine kleine Anregung, wie man es einmal ganz anders versuchen könnte, nämlich nicht gleich alles richtig machen wollen, sondern ganz bewusst falsch, mit Betonung auf bewusst. Zur Veranschaulichung vielleicht mal den Akkordwechsel zwischen C und F, also von C nach F, um genauer zu sein. Greif bitte einmal C und jetzt bei dem Wechsel zu F als allererstes den Zeigefinger auflegen, dann den Mittelfinger. Nochmal zurück C, den Zeigefinger hinlegen, dann den Mittelfinger. Und so kann das ein paar Mal hin und her gehen. Das kann ruhig langsam sein am Anfang, denn es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern darauf, diese Bewegungsfolge bewusst zu erleben und bewusst zu machen. Also zuerst den Zeigefinger, dann den Mittelfinger. Und wenn ihr das einige Male gemacht habt, dann versucht den Abstand ein wenig zu verkürzen zwischen dem Aufsetzen des Zeigefingers und dem Aufsetzen des Mittelfingers. Also es wird ein wenig schneller. Die zweite Möglichkeit bei zwei Fingern ist, dass ihr zunächst, wenn ihr von C kommt, den Mittelfinger aufsetzt und dann den Zeigefinger. Also von C kommt Mittelfinger und Zeigefinger. Ein paar Mal die Bewegung machen. Den Abstand verkürzen. Jetzt vielleicht einmal von C kommt, zuerst den Zeigefinger aufsetzen, dann den Mittelfinger. Beim nächsten Mal zuerst den Mittelfinger, dann den Zeigefinger. Also abwechselnd. Die eine und dann die andere Möglichkeit. Und vielleicht immer wieder versuchen, den Abstand zwischen dem Aufsetzen der einzelnen Finger etwas zu verkürzen. Und wenn ihr das einige Zeit gemacht habt, etwas länger, als wir es jetzt hier geprobt haben, probiert haben, dann könnt ihr es mal probieren, wie es denn wäre, zu versuchen, das Ganze gleichzeitig zu machen. Und die Erfahrung ist, dass wenn man es quasi auf die falsche Weise von allen Seiten her gut kann, geht es meistens auch besser, wenn man versucht, es richtig zu machen, in diesem Fall gleichzeitig aufzusetzen. Die Finger. Probiert es mal. Ja, warum ist das eigentlich so kompliziert mit den Fingern? Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, das zu beantworten. Zum einen ist es sicherlich eine Bewegungsfolge, die ihr, bevor ihr Ukulele gespielt habt, eher nicht gemacht habt. Das zweite ist, wenn Finger verschieden lange Wege zurücklegen müssen, und das ist so, weil sie von verschiedenen Positionen aus in die neue Richtung wechseln, wenn also Finger mit verschiedenen Geschwindigkeiten sich bewegen, um dann im selben Moment anzukommen, das ist genauso kompliziert, wie es sich anhört. Und als drittes, es gibt eine große Menge von Muskeln und Gelenken, die für die feinmotorischen und komplexen Bewegungen abhängig sind. So gesehen ist es eigentlich dann doch gar nicht ganz so schwer. Diese Vorgehensweise kann man auf jeden Akkordwechsel übertragen. Das war jetzt sehr einfach von C nach F, aber probiert es doch mal zum Beispiel von D-Moll nach G. Von D-Moll nach G. Da müssen alle drei Finger von einer Position in eine andere Position kommen. Und probiert mal die verschiedenen Möglichkeiten aus. Ich glaube, dass es eine gute Methode ist, um abseits dieses von einem monotonen Üben etwas bewusster sich die Bewegungen anzuschauen, die man macht, und dadurch
etwas klarer zu dem zu kommen, wo man hin möchte. Viel Spaß!